Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jumo genau richtig. Ich bin der Valentin und in diesem Video werde ich ein Regler-Viso-Objekt in der Curosys erstellen und das Vorgehen demonstrieren. Los geht's! Im letzten Video haben wir gemeinsam ein Viso-Objekt erstellt. Dieses Viso-Objekt konnte uns die Analog-Eingänge oder Analogwerte darstellen. Dazu haben wir eine komplexere Struktur übergeben und das Objekt konnte eigenständig den Zahlenwert plus die Einheit darstellen oder bei einer Überschreitung, Unterschreitung oder wenn der Wert gar nicht gültig war, konnte das Objekt symbolisch uns diesen Overrange oder Underrange Status darstellen. Dieses Objekt werden wir heute weiter nutzen. Wir werden das weiter verwenden. Und zwar in unserer Aufgabenstellung wollen wir ein größeres Viso-Objekt, ein Regler-Viso-Objekt erstellen. Der beinhaltet oben einen Namen, einen Ist-Wert, einen Soll-Wert und einen Stellgrad in Prozent in Form eines Fortschrittsbalken. In der Curosys lege ich mir als allererstes eine Struktur an, die genau diese 4 Elemente hier repräsentiert. Den Namen, den Ist-Wert, den Soll-Wert und den Stellgrad. Dazu lege ich mir einen Ordner, einen Hilfsordner an mit dem Namen Viso, einen weiteren Hilfsunterordner Regler und in diesem Unterordner lege ich mein erstes Objekt, eine Struktur und die nenne ich genauso st für Struct, Regler, Type. Das erste Element laut unserer Skizze ist der Name. Der Name wird als ein W-String sein, also ein beliebiger Text, den ich da übergebe. Der Ist-Wert, da ich jetzt schon bereits weiß, dass es ein Analog-Anzeigeelement ist vom Datentyp stFloatValueType aus unserer J10p-Util ETF. Der Sollwert genauso. Und der Stellgrad des Reglers soll ein ganz normaler, einfacher Real-Datentyp sein. Also, die Struktur beinhaltet genau dasselbe wie unsere Skizze. Den Namen, den Ist-Wert, den Soll-Wert, den Stellgrad in verschiedenen Datentypen. Als nächstes lege ich ein Viso-Objekt. Dieses Viso-Objekt bekommt auch den Namen Regler. Hier lege ich die Größe fest auf 400 mal 500 ungefähr und arbeite in diesem Objekt. Genau. Als erstes übergeben wir an dieses komplexe Reglerobjekt genau diese Struktur Regler. stRegler Type. Und hier arbeite ich entweder mit den Standardobjekten von Curosys oder mit unseren eigen erstellten Objekten. Als erstes nehmen wir ein Rechteck und das Rechteck wird hier oben den Namen darstellen, also mit %s und der Textvariable. Und die Textvariable kommt jetzt genau aus dieser Struktur, die wir übergeben, stRegler, und zwar den Namen. Hier könnt ihr euch natürlich vom Design austoben und alles Mögliche auch ausprobieren. Hintergrundfarbe, Schriftgröße. Das Entscheidende, was ich zeigen möchte, ist aber, dass wir unser
eigen erstelltes Objekt, unser eigenes Analogwertanzeige, die können wir hier genauso verwenden. Und das Objekt erwartet eine Übergabe von dem stFloatValueType, also ein Analogwert. Und das ist genau unser von diesem Reglerobjekt die Ist-Wert-Struktur. Genauso ist das Mappen für den Sollwert. Das heißt, der Sollwert bekommt auch aus der Struktur stRegler. Und als letztes verwenden wir einen Fortschrittsbalken mit die Variable kommt auch aus dem stRegler, und zwar der Stellgrad. 0 bis 100 und also das Ganze als Balken dargestellt. Mit ein wenig Feintuning könnte das Viso-Reglerobjekt so am Ende aussehen. In meinem Fall habe ich zusätzlich Textobjekte oder Überschriften hier platziert. Ist-Wert, Sollwert, Stellgrad. Weiterhin habe ich über den Fortschrittsbalken ein Rechteckobjekt platziert, was einen String darstellt. Und dieser String wird gebildet aus dem eigentlichen Stellgrad, also aus dem Real-Wert. Und dieser Real-Wert wird in ein dInt gewandelt, damit ich die Nachkommastellen abschneide. Der dInt-Wert wird dann in ein String konvertiert und am Ende durch diese Concat-Funktion zusätzlich die Einheit als Prozentzeichen dazu hinzugefügt. Weiterhin habe ich hier eine Eingabe realisiert. Das heißt, der Benutzer wird am Ende hier eine Eingabe tätigen können, einen Sollwert vorgeben. Dazu gibt es bei diesem Analog-Anzeige-Objekt kann man die Eingabekonfiguration vornehmen, und dazu nutze ich die Eigenschaft oder dieses Property on Mouse Click. Und ich habe es folgendermaßen konfiguriert: Ich schreibe hier eine Variable, also ich nutze diese Methode Variable schreiben. Und wie schreibe ich die Variable? Ich schreibe sie mit dem Eingabetyp Dialog Numpad, das heißt mit einer numerischen Eingabe. Was man hier beachten muss: Ich habe nicht die Textausgabevariable verwendet, sondern eine andere Variable, und zwar genau die Variable, die den Sollwert repräsentiert. Und zwar, wir übergeben dem Viso-Objekt diese Struktur stRegler. Da drinnen gibt es einen Sollwert und der Sollwert hat einen Real-Wert rValue. Hier wurden die Min- und Max-Grenzwerte für die Eingaben, für die mögliche Eingabe festgelegt. Das könnte man auch über Variablen machen. Dazu müssten wir unsere Struktur erweitern und auch die Grenzwerte von außen übergeben. Das könnt ihr gerne probieren. Ich habe hier einfach feste Werte vorgegeben und einen festen Dialogtitel. Aus der Codices heraus müssen wir die Funktionalität dieses Reglerbausteins freigeben. Dazu gibt es in dem Reglermodul ein Freigabebit oder ein Activate-Bit oder Active-Bit. Und dieses Bit, hier habe ich schon eine Variable definiert, ein xEnable. Und dann habe ich die genauso genannt wie das Modul selber. Und diese Variable, diese Bool-Variable habe ich einfach dauerhaft oder die setze ich dauerhaft in meiner POU auf True, damit einfach die Regler 1 bis 4 dieses Moduls aktiviert werden. Weiterhin habe ich unter Controller 1 gibt es eine Input-, eine Output-Struktur, und zwar der Input, das heißt das
kommt vom Regler zu uns rein. Der Regler sagt, okay, mein Ist-Wert hat oder gibt es gewisse Informationen vom Regler und eins davon ist der Actual Value oder der Ist-Wert. Und hier habe ich eine weitere Variable definiert und zwar auch wieder Struct Ist-Wert Regler 1. Unter Output Level 1, das ist dahinter steckt der Stellgrad. Hier greife ich nur den Real-Wert und zwar mit dem Datentyp Real. Stellgrad Regler 1. In der Output-Struktur, das ist genau das, was aus der Codesys an das Reglermodul kommuniziert wird. Und hier übergebe ich den Soll-Wert, also Struct Soll-Wert an Regler 1. In meiner POU habe ich weiterhin im Deklarationsteil ein Array angelegt vom Datentyp stReglerType. Das ist genau diese Struktur, die wir hier gemeinsam definiert haben. Warum mache ich das? Naja, jetzt will ich zum ersten Mal das Objekt in meiner Viso-Seite verwenden. Ich gehe auf meine Startseite und sage, das, was ich mir aktuell projektiert habe, will ich hier reinziehen. Und jetzt muss ich diesem kompletten Objekt eine Variable übergeben. Und die eine mögliche Variable ist genau in meiner POU, dieses stViso-Regler. Und zwar, ja, hier muss ich noch das Array Index 0 vorgeben. Genau das will ich übergeben. Das Viso-Regler-Objekt, was ich zum ersten Mal instanziert habe in meiner Startseite, ist also mit der Variable aus der POU plc_prg stViso-Regler mit dem Index 0 verknüpft. Jetzt muss ich noch die physikalische Welt, also diese Variablen, die ich hier definiert habe, ob das hier Controller 1, Input-Struktur, Output-Struktur oder der Analog-Input direkt selber, die muss ich jetzt mit der visuellen Welt verknüpfen. Und das mache ich folgendermaßen. Ich beschreibe einfach in meiner POU die Unterelemente oder die Variablen dieser Struktur, Viso-Regler, mit oder übergebe einfach mit anderen Variablen. An erster Stelle lege ich einfach den Namen fest, der soll bei mir statisch sein, soll Heizung. Der Regler soll Heizung heißen. Der Ist-Wert wird mit dieser Variable verknüpft und diese Variable ist, gehen wir mal zur Definition, ist der Analog-Eingang 1 dieses Reglermoduls. Die komplette Struktur wird 1:1 hier übergeben. Der Stellgrad ist genau unser Stellgrad des Reglers. Also der Regler liefert uns ja die Information, wie der Stellgrad, welche Größe der hat. Das übergeben wir an das Viso-Objekt. Hier mache ich einen kleinen Trick. Der Soll-Wert, der von der Regler haben soll, oder besser gesagt die Einheit, der Sollwert hat ja erstmal keine Einheit. Und damit der Sollwert auch mit einer Einheit dargestellt wird, übergebe ich einfach die Einheit, dieselbe Einheit, die der Ist-Wert hat. Also der Ist-Wert hat eine Temperatur, müsste eigentlich also gerade Grad Celsius oder Grad Fahrenheit haben. Deshalb muss ich hier an der Stelle auch die Einheit Grad Celsius übergeben. Und genau umgekehrt, das Viso-Regler-Objekt hat einen Sollwert und diese ganze Struktur übergebe ich einfach 1:1 an die Variable stSollWert Regler 1 und das ist genau das, was wir hier unten in der Output-Struktur verknüpft haben. Ich habe nun die komplette Applikation auf die Steuerung übertragen, schalte mich jetzt nochmal online und kann nun das Ergebnis betrachten. Wir haben ja hier eine Eingabe realisiert. Beim Sollwert sollte ein Dialog hochkommen, genau. Jetzt gebe ich hier mal 55
Grad ein und ich sehe, mein Regler reagiert sofort. Ja, vielleicht sind die Reglerparameter unglücklich gewählt. Der Stellgrad ist sofort auf 100%, aber ich sehe, dass der Ist-Wert und die Soll-Wert, das funktioniert. Die Ist-Wert ist genau, die Anzeige des Ist-Wertes ist genau das, was wir hier oben mit dem einfachen Analogwertanzeigeelement dargestellt haben. Ja, fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben ein komplexeres Viso-Objekt gebaut, was wir jetzt zigmal wiederverwenden können. Also wir können noch eine zweite Instanz anlegen, können online gehen und haben sofort das Ergebnis. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es bitte aus, spielt damit rum, sammelt eure Erfahrungen und würde mich über jeden Kommentar freuen. Vielen Dank.